great to be a part of Very Good One here. So that's all I have to say. Quick, just spontaneous speech. So thank you all. That's it. Yeah, turn me up. Und willkommen zum neuen Video von mir, von Worldwide Luca. Ihr seht gerade, ich bin einfach in der Kirche von unserer Schule. Denn für alle, die meinen Kanal schon lang verfolgen, wissen, seit ich in Amerika bin, bin ich Pianist geworden. Ich blende mal hier oben irgendwie das erste Video ein. Denn ich habe im ersten Semester, also im Oktober, angefangen, Klavier zu lernen. Und ja, und jetzt ist die Schulzeit langsam vorbei. Da komme ich aber nächste Woche ein neues Video dazu. Und jetzt gibt es unser Abschlusskonzert der Schule. Und wo nicht besser zeigen, was ich gelernt habe, als vor der ganzen Schule, wenn alle, oder was heißt, ganz Schule ist übertrieben, aber vor vielen Leuten der Schule, bei der Award Ceremony, heißt am Ende von jedem College werden so Awards, so beste GPA, also die besten Noten und so abgegeben. Und da dachte ich mir, weil es wurde mal gefragt, wer da Musik spielen kann, dachte ich mal, ich mache das. Und ja, und jetzt bin ich hier, morgen geht's los, ist jetzt Generalprobe, ich gucke ein bisschen Kamera-Setup für euch, dies, das, und ich muss ein bisschen hier eingrooven. Wir haben auch vorhin als Gruppe Generalprobe gemacht, also alle an, ich wusste nicht, wer noch spielt, ich dachte so, alle so entspannt, andere Leute spielen ein bisschen Gitarre oder so. Bruder, was sind das für andere Leute? Eine Frau, ich schwöre, die kommt aus der Ukraine, aus Russland, Ukraine, irgendwie sowas, der hat Geige gespielt, ne? Beste, was ich je gehört habe, unglaublich, 10 Minuten spielt er am Stück Geige. Anderer auch Pianist, er spielt irgendein Stück von Mozart, zu Recht, er war besser als Mozart. Hätte ich Mozart gehört, hätte ich lieber ihn gehört, so. Aber ja, deswegen bin ich jetzt hier, um noch ein bisschen zu üben. Und genau, jetzt gleich Generalprobe, ich kann schon mal gucken, wie das aussieht. Größtes Problem ist noch, ich weiß doch gar nicht, welchen Song ich nehme. Und es ist morgen unglaublich schlimm. Aber ja, deswegen, so wird mein Outfit auch morgen nicht aussehen. Unsere Lehrerin meint, wir müssen schön gut gedressed kommen, so auf elegant, dies, das. Ich bin sehr gespannt morgen, deswegen jetzt zeige ich mal kurz, wie meine Generalprobe abläuft. Ich frage euch mal so, welchen Song ihr nehmen würdet. Und dann ihr werdet morgen sehen, welchen Song ich genommen habe. Aber ja, wenn ihr sehen wollt, wie meine Klavierphase, wie gesagt, guckt euch mal ein altes Video an. Aber jetzt, ihr wollt ja auch sehen, meine Action, nicht, dass ich so groß rede, sondern dass ich auch mache. Und deswegen Generalprobe, let's go. Bevor ich jetzt meine Generalprobe zeige, hier nochmal kurz ein View, wie die Bühne aussieht. Und ihr seht, aller Fokus auf mir morgen. Ich muss liefern, ich muss wirklich liefern. Und wie gesagt, so sieht das alles genau aus. Und dann ab morgen 7 geht's los. Aber dazu später noch was, das werdet ihr morgen alles sehen, wie das alles abläuft hinter den Kulissen und so. Aber jetzt, ich zeige euch schon meine Generalprobe. Und ja, schreibt in die Kommentare, welches Stück ihr besser findet, das erste oder das zweite. Und ihr werdet dann sehen, morgen oder gleich im Video, welches ich gewählt habe. Let's go. So, los geht's. Ich spiele euch jetzt mal mein erstes Stück vor, was ich zur Auswahl habe. Das heißt J'étais le roi des monts von Patrick Watson. Alle Franzosen, ich habe sehr falsch ausgesprochen wahrscheinlich, aber ich mache ein Mikrofon dahin. Ich zeige euch jetzt irgendwie so einen mittleren Ausschnitt, damit ihr nicht genau, Aufführung ist ja nachher morgen, wisst ihr? Da geht es dann richtig ab, aber das geht ungefähr so. Ich zeige euch mal kurz, es geht so. Ich habe einmal kurz verkackt, aber sonst war okay sogar. Stark. Schwere Phase, ein bisschen mit zu viel Finger gleichzeitig bewegen. Das ist das erste Stück, was ich zur Auswahl habe. Deswegen schreibt mir alle in die Kommentare, wir müssen jetzt ein bisschen kreativ werden, macht französische Flagge, wenn ich das spielen soll, in die Kommentare. Wenn ich das andere spielen soll, ich habe keine Ahnung, wer das andere kommt. Wenn ich das andere spielen soll, was ich jetzt vorspiele, im mittleren Teil, dann macht amerikanische Flagge in die Kommentare, damit wir ein bisschen hier Interaction kreieren können miteinander. Aber ja, ich zeige euch mal das andere Stück, wie das geht. Es geht so. Vielleicht kennt das andere schon, das habe ich schon mal gespielt für euch. Ich glaube, damit ist es entschieden. Macht trotzdem, also wenn ihr das Stück kennt, ich finde es auch sehr geil, dann macht amerikanische Flagge rein. Aber ich glaube, allein mit dem, was ich gerade hier fabriziert habe, ist entschieden, dass ich das erste nehme. J'étais là, ob ihr das sehen könnt, de Mont. Und ja, ich übe jetzt noch ein bisschen. Ihr wisst jetzt, wie alles aussieht. Und dann denke ich mal, sehen wir uns morgen früh beim Dress
fertig, weil ich muss ja noch entscheiden, was ich anziehe. Und meine Lehrerin meinte wirklich, guck mal, ich bin heute so zur Probe gekommen, ne? Alle anderen waren schon diese Full Dress mit Hemd und sowas, mit Kleid, die Frauen. Ich komme so hin, mit Birkenstocks, Pyjamahose, die guckt mich an, die sagt, Luca, are you coming like this to the recital tomorrow? Weil die kommt irgendwo anders her, so redet die. Ich muss ein bisschen lachen, alle anderen auch. Ich sag so, I'm good, I'm gonna be looking good tomorrow. Er sagt, ja, we'll see that, I'll let you know if you look good. Und deswegen, ich muss sie impressen morgen. Deswegen, ich übe jetzt noch ein bisschen mein Gilles Laurent Demont und wir sehen uns morgen früh beim Dress-Up und dann, genau, aber schreibt in die Kommentare Frankreich oder amerikanische Flagge. Und jetzt, gute Nacht, wir sehen uns in ein paar Sekunden, bis gleich. So, willkommen, ist jetzt circa so 24 Stunden später, nach meiner letzten Probe, was ihr gerade gesehen habt. Und es ist jetzt 18 Uhr, ich hatte heute schon Schule hinter mir, ich habe die letzten Prüfungen geschrieben, also ein paar Prüfungen habe ich heute geschrieben. Ich hatte Training, Individualtraining, Teamtraining und Krafttraining heute. Jetzt ist so 18 Uhr, um 18.30 Uhr muss ich in der Kirche sein. Ihr fragt sich sicher, warum ich noch so ein T-Shirt anhab und eine blaue Hose. Nichts vergessen, Philadelphia Hose. Wie gut die dies Jahr sind, anderes Thema. Denn ich wollte gerade mein Fit anziehen und leider ist mein T-Shirt unglaublich verknittert. Und dafür drehe ich mal kurz die Kamera. Denn dann ich zeige euch mal kurz ein paar Lifehacks. Damit euer T-Shirt nicht verknittert ist, habe ich es nach der Dusche jetzt einfach hier aufgehangen. Weil dann ist halt die Luftfeuchtigkeit richtig hoch und keine Ahnung, wie es jetzt chemisch funktioniert. Aber auf jeden Fall, dadurch wird das T-Shirt irgendwie cleaner, wenn ich das heranhänge. Also es ist ja wie nach dem Waschen, wenn man das aufhängt, aber es ist nicht komplett nass, damit ich es gleich anziehen kann. Und ja, und ich würde mal sagen, ich stelle jetzt die Kamera hier irgendwo auf. So. Und ich versuche, vielleicht schaffe ich es, irgendeinen coolen Effekt zu machen. Ich jetzt mein Fit anziehe. Ich will nichts crazy, aber ich könnte natürlich auch verrückt gehen mit dem Fit. Ich kann Sachen anziehen, alle würden gucken. Aber ich will ein bisschen entspannt sein, weil der Fokus soll nicht auf meinem Aussehen sein, sondern auf meinem Können. Und deswegen, ich springe jetzt mal irgendwie sowas, so TikTok-Animation. Und dann seht ihr mich gleich im Fit. Also so 3, 2, 1. Bruder, ich schwöre mal nicht geplant. Egal, scheiß drauf. Ich zeige mich jetzt mal Fit, Bruder. Unglaublich wehgetan. Bis gleich. So, nachdem ich mich kurz von meiner Gehirnerschütterung, wirklich, ich habe das noch nie erlebt, unglaublich dumm, aber witzig, glaube ich, auf Video, zurück bin, habe ich jetzt kurz angezogen, einfach Stüssi Hose, dann so eine, Anzughose, so auf entspannt, aber hier ein bisschen Oversize, weil so mit Rissen oder so darf man schon nicht anziehen. Wir haben eine asiatische Lehrerin und die ist da sehr streng, was man anzieht, wie ich schon gesagt habe. Und dazu habe ich noch meine Gazellen, meine blauen, weißt du, so ein kleines Detail, ein bisschen so aus der Masse trotzdem herausstechen. Das ziehe ich jetzt an. Und dann gehe ich rüber und dann stelle ich schon gleich meine Kamera auf in der Position, wo ich dann alles filme. Und ich filme ja nicht nur von meins, ich habe angeboten, dass ich von allen das dann filme, sozusagen, weil ich ein netter Typ bin. Und dann kann ich danach eine Datei schicken, damit es alle so ein Video von sich haben. Stelle ich meine Kamera auf und dann werde ich einfach im Hintergrund mit meinem Handy ein paar Behind the Scenes filmen. Es geht um 7 Uhr los, ich schätze, ich bin so um 7.30 Uhr fertig. Und ich hoffe, ich kann es filmen, wenn sogar der Bruder von meinem Assistant Coach, der hat ein eigenes Stück komponiert und der hat Text geschrieben, dass eine Freundin von ihm das singt. Unglaublich krank, so Billie Eilish-Vibe-mäßig. Nicht meins, aber sehr, sehr krasses Stück. Ich hoffe, ich kann es filmen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt hinter den Kulissen bei seinem Stück und dann gleich natürlich auch bei meiner Kunst. Und übrigens, alle, die Frankreich-Flagge vorhin kommentiert haben, ihr habt recht gehabt. Ich habe mich für mein französisches Stück entschieden. Aber genau, los geht's und wir sehen uns jetzt gleich in der Kirche auf meinem Handy. Bis gleich. Ist Zeit. Digga, fühlt sich jetzt alles ein bisschen, ich habe ja nochmal geübt, ich habe einmal verkackt, aber das ist gut, wenn man verkackt vor diese Generalprobe, die das heißt, letztes Mal üben muss man einmal verkacken. Und ja, deswegen fühlt sich jetzt ein bisschen die Halle, wir haben schon einen Plan, es wird sehr lange dauern, ich habe meine Kamera aufgestellt, ihr habt es gerade gesehen im Video. Mein Kopf ist wieder heil, ich habe noch keine Gehirnerschütterung. Und ja, wir sehen uns gleich auf der Bühne, würde ich mal sagen, und ich filme davor kurz meinen Homie neben mir. Der ist unglaublich.
So, nächster Tag jetzt. Es ging alles gestern noch so lange, nachdem sozusagen die ganzen Schüler fertig waren, sind so Gastpianisten gekommen. Und es war echt nochmal ein langes Stück. Und ich hoffe erstmal, euch hat mein Stück gefallen. Und jetzt blende ich euch noch eine Sache ein. Ich weiß nicht, ob es intrusive Thoughts sind, weil intrusive Thoughts sind ja immer so was Dummes, was man macht. Aber dieses Mikrofon hat mich irgendwie angelockt und dann war die letzte nämlich fertig von den Schülern. Und da war niemand vorne so. Mein Lehrer ist gerade nach vorne gelaufen mäßig. Ich habe Chancen auch genommen. Ich bin nach vorne gegangen und ich wollte mich so süß so, weil da waren schon viele Leute da und ich gehe ja jetzt auch in ein paar Tagen wieder zurück nach Deutschland. Dazu kommt nächste Woche ein Video. Und genau, dachte ich mal, gehe ich mal nach vorne, bedanke mich kurz und ich habe so verkackt wieder. Also ich habe nicht verkackt, es war süß so, es war süß, ich habe Danke gesagt. Aber ich wollte so sagen, Dank für eure Hospitality. Heißt ja so Freundlichkeit mäßig, so, dass die mich in ihr Zuhause mäßig lassen. Aber ich habe Hostility gesagt. Und Hostility heißt so, bisschen so, genau das Gegenteil davon, weißt du, so unfreundlich, bisschen gemein sein. Und ja, sehr unangenehm. Jedenfalls, das blende ich jetzt hier nochmal ein. Und damit höre ich dann mit dem Video auf. Dann könnt ihr meine Rede zum Abschluss hören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare 1 bis 10, wie gut meine Aufführung war. Also eure Aufgaben waren, Frankreich einmal oder Amerika-Flagge reinzumachen und jetzt noch 1 bis 10 reinzuschreiben, wie gut ihr es fandet. Ein paar Tipps da draußen. Und vergisst nie, ich habe das innerhalb von 4, 5 Monaten vom Nichts. Ich konnte nichts. Früher fragt jeden, der mich kennt, ich hatte nichts mit Musik zu tun. Singen schwer. Ich singe viel, aber nicht gut. So. Aber genau, vielleicht mache ich dann nächstes Jahr meine nächste Station Gesangsunterricht. Aber dazu mehr in der Zukunft. Folgt meinem Kanal. Ihr hört jetzt meine coole Abschlussrede. Und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Das wird ein sehr interessantes Video für alle, die meine Reise verfolgen wollen. Und ja, hat mich gefreut. Ich gehe jetzt was essen und mal ein bisschen meine Errungenschaften verkraften. Bis bald. I just want to say something real quick, not too long. I'm Luca, I'm an international student, and as you all know, it's not the easiest times for us. We're all internationals, don't really know what the future will hold for us. But it was my first year in America, so I just want to thank all the Americans out here. Just thank you for your hostility, all that, and thank you for the powerful community. Just for everybody, it's just hopefully all internationals can go back in the future. But if not, it was a pleasant year, great to be a part of America for 1 year. So just that's all I have to say. Quick, just spontaneous speech. So thank you all. That's it. Da bin ich nochmal ganz kurz. Also Frau der Rede, ich weiß ja nicht, was mein Singen gekommen ist. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Aber ja, seid ehrlich, trotzdem stark, dass ich wenigstens gemacht habe, dass ich nach vorne gegangen bin. Wie viele Menschen gibt es davon, die sich nicht trauen, nach vorne zu gehen, wenn sie irgendwie Ideen haben, Reden haben, schlaue Gedanken haben, was weiß ich. Und ich wollte aber irgendwas sagen. Ich bin nach vorne gegangen, habe ein bisschen improvisiert. Aber ja, ich bin leise. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Ciao.